Du glaubst, du kennst alle Focaccia-Rezepte? Dann hast du dieses noch nicht gesehen. Ihr gebt zu dem Mehl das Salz, dann natürlich gutes Olivenöl, das darf nicht fehlen, und dann als ganz besondere Komponente Buttermilch. Vertraut mir, probiert das unbedingt aus. Dann als natürliches Backtriebmittel nehmt ihr entweder Hefewasser oder Wasserkefir. Ich verlinke euch die beiden Playlists nochmal oben rechts. Dann habe ich Kartoffeln als Pellkartoffeln gekocht, geschält und dann einfach eben kurz durchgepresst. Und in einem original italienischen Focaccia darf natürlich der italienische Sauerteig Lievito Madre nicht fehlen. Der ist sehr milde, nicht so säuerlich und richtig toll als Backtriebmittel und dadurch wird der Teig auch noch mal richtig schön fluffig. Ich muss meinen unbedingt auffrischen und deswegen, gebe ich den jetzt hier schon mal in großen Teilen hier rein. Das Ganze knete ich dann in meiner Küchenmaschine und wie ihr seht, ich habe die doppelte Menge natürlich genommen von dem Rezept, was ihr unten in der Beschreibung findet. Und normalerweise nehme ich den Knethaken für Rührteige, aber es geht auch mit der Teigpeitsche richtig gut. Dafür gebt ihr das Wasser immer schluckweise hinein beim Kneten und zwar immer so lange, bis der Teig die Flüssigkeit aufgenommen hat und gebt dann erst wieder den nächsten Schluck mit hinzu. Am Ende habt ihr einen unheimlich weichen Teig und ich zeige euch, wie ihr den ganz einfach bearbeiten könnt. Ein bisschen Öl gebe ich hier in meine Pizzaballenbox und da kommt jetzt wirklich diese riesige Menge Teig rein. Ich habe die doppelte Menge gemacht, weil ich 2 Varianten gemacht habe. Die erste Variante, die ich euch auch zeige, das ist die, die die meisten bei uns in der Familie lieben. Einige mögen das aber mit den Tomaten nicht und deswegen habe ich noch mal eins ohne gemacht. So, ihr nehmt dann ein Glas Wasser, lasst das Ganze erst mal kurz eine halbe Stunde stehen und dann fangen wir mit dem Strecken und Falten ein. Das bewirkt, dass der Teig richtig schön stabil wird zum einen und ein tolles Glutengerüst entwickelt. Wir schlagen da Luft hinein quasi. Immer die Hände ein bisschen anfeuchten. Falls es für euch einfacher ist, könnt ihr auch so ein, 2 Tropfen Öl noch in das Wasser machen. Dann fällt es einem manchmal auch ein bisschen leichter. Am Anfang, das habe ich ja schon mal erzählt, habe ich solche Teige überhaupt nicht leiden können, wenn die so gestreckt und gefaltet werden müssen. Mittlerweile liebe ich das tatsächlich, weil das die besten Brote sind. So, nach einer weiteren halben Stunde, die der Teig abgedeckt hier bei Zimmertemperatur stehen durfte, mache ich das Ganze wieder weiter und ihr seht, er lässt sich immer besser strecken und dann rüberklappen. Also, ich muss das so machen, dass ihr das auch gut sehen könnt. Also, er ist immer stabiler. Es kann eventuell auch sein, dass er am Anfang vielleicht ein bisschen reißt. Nicht beirren lassen. Einfach weitermachen. Das, ist das Tolle an diesem Rezept. Es ist super einfach. Hier habt ihr gesehen, da war jetzt noch so ein bisschen, dass der da eingerissen ist. Also, mache ich hier noch mal von beiden Seiten, von allen 4 Seiten. So, die erste, die zweite. Und da kann man einfach erkennen, dass der immer besser stehen bleibt. Und nach der Ruhezeit fließt er natürlich wieder ein bisschen, weil wir unheimlich viel Flüssigkeit haben. Die Buttermilch, dann das Hefewasser und dann auch noch mal Wasser. Aber das wird so lecker. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich habe einfach ein Rezept ausprobiert, wo ich gedacht habe: „Mensch, ein Focaccia, das ist eins unserer Lieblingsbrote, aber ich hätte da gerne noch so eine deutsche Note.“ Und was ist da besser als ein bisschen Buttermilch und Kartoffeln? Das passt einfach perfekt und gibt dem Teig auch noch mal ordentlich Saftigkeit. So, und hier könnt ihr schon erkennen, der Teig geht auf. Er wird immer größer, er ist nicht mehr ganz so flach. Natürlich die Zeit. Er braucht insgesamt beim Aufgehen durch die Lievito Madre, wenn ihr da eine triebstarke habt, zwischen 2 und 6 Stunden. 2 Stunden, das ist wirklich eine sehr gute Lievito Madre. Im schlimmsten Fall braucht ihr 6 Stunden. Und schaut mal, er wird wirklich immer größer. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. So, hier wieder rüber. Hier einmal die Reste genommen.
Ich freue mich so sehr. Dieses Focaccia, das ist pure Liebe. Wenn das zu Hause gebacken wird, es kommt immer komplett weg. Es wird komplett am Abend aufgegessen. Es bleibt nichts übrig. So, und dann nach einer weiteren halben Stunde sieht das Ganze so aus. Da hat sich ordentlich was getan. Da haben sich jetzt schon ganz viele Blasen gebildet. Schaut mal, wie lebendig der Teig ist. Nichtsdestotrotz müssen wir ihn jetzt hier noch mal falten. Das ist so herrlich. Und ich liebe das, wenn ihr ein Focaccia backt und dann diese Blasen sich bilden. Das funktioniert am besten, wenn der Teig genügend Zeit beim Gehen hatte. Wenn der nicht so viel Zeit hatte, dann bleibt er einfach ein bisschen kompakter, die Poren innen sind ein bisschen feiner. Das ist nicht schlimm, es schmeckt trotzdem sehr lecker, aber das ist wirklich, wenn sich die Blasen bilden, dann sind wir auf dem richtigen Weg und können jetzt anfangen, das Focaccia schon fertig zu machen. Mm. Und ich bin schon mal sehr gespannt. Schreibt mir mal in die Kommentare, nicht nur, wie es euch geschmeckt hat, sondern vielleicht habt ihr auch das Topping variiert. Wie mögt ihr das am liebsten? Schreibt es mir einmal rein. Und dann habe ich als neues Lieblingsöl hier mein Knoblauchöl, das ich jetzt hier unten reingebe. Das ist der Deckel von meinem gusseisernen Topf von Ottia. Das Equipment wie das Rezept findet ihr unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das einfach noch mal eben alles anschauen. Das fette ich jetzt ordentlich ein, das ist wichtig, damit wir das später nach dem Backen auch gut rausbekommen. So, und die Teigmenge, die ich euch unten in der Beschreibung aufgeschrieben habe, das ist die, die da jetzt in den Deckel reingegangen ist. Und dann kommt dann noch mal eine ordentliche Portion Öl. Ich beöle auch noch mal meine Finger. Und dann bewegen wir unsere Hände da so rein. Hier einfach so ein bisschen und dadurch entstehen dann gleich diese wundervollen Blasen. Zuerst denkt man, naja, da tut sich noch nicht so viel, aber auch hier ist das Geheimnis einfach die Zeit. Ich lasse ihn dann noch mal eine halbe Stunde stehen. Ihr könnt sehen, er hat sich schon wieder gut vermehrt. So, und jetzt könnt ihr sehen, wie wabelig und babbelig der ist. Also, es ist wirklich fantastisch. Guckt euch das an. Das ist so eine tolle Therapie, falls man das benötigt. Focaccia backen. Noch nicht mal Brot backen, Focaccia backen. Guckt euch das an. Richtig schön. Jetzt können wir mal an das Dekorieren gehen. Ich habe hier jetzt so ein paar Tomätchen geschnitten. Ihr könnt sie auch umgedreht da reinmachen, aber ich wollte, dass der Saft noch mit in den Teig hineinläuft beim Backen. So, einfach so eine Handvoll. Ihr könnt auch mehr oder weniger nehmen, große oder kleine. Ich finde das halt mit den Cocktailtomaten einfach perfekt. So, guckt euch das Farbenspiel gleich an. Hier ein bisschen Thymian. Da habe ich das ruhig mit den Stängeln gemacht. Ihr könntet das auch abzupfen. Und dann habe ich hier noch frischen Rosmarin. Dann nehme ich tatsächlich den Stängel weg, weil der schon sehr hart ist. Beim Thymian schmeckt man das gar nicht so. Und mache das einfach nochmal zwischendrin rein. Hier die Spitzen können hier so reingesteckt werden. Und dann kommt nochmal grobes Meersalz oben drüber. Ihr könnt auch noch gröberes selbstverständlich verwenden. Und dann geht das Ganze in den vorgeheizten Backofen. Ich nehme ja immer den von Stillstehen, das klappt super. Da brauche ich nämlich gar nicht vorheizen. Guckt euch das Ergebnis an. Das ist super fluffig. Und dann der Anschnitt. Also ich wusste nicht, ob das Rezept gut ist oder nicht. Das ist komplett ausgedacht und ich dachte, ich versuche es und nehme euch direkt mit der Kamera mit. Dass es direkt beim ersten Versuch so gelingt, hätte ich nicht gedacht. Schaut mal, hier total saftig, lecker, fluffig. Ein unheimlich gutes Ergebnis. Also da ist wirklich an dem Abend nichts übrig geblieben, obwohl ich die doppelte Menge gemacht habe. Und hier auch die Stücke mit den Tomaten. Seht ihr, wie saftig das Ganze ist? Einfach fantastisch. Also,
In diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch liebe Grüße, eure Emma.